Wir sind heute bei ExoIQ, einem Unternehmen, das Exoskelette herstellt. Mein heutiger Gesprächspartner ist nicht nur Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens, sondern auch Forscher und hat damit einen doppelten Blick auf das Thema Mensch und Maschine. Ja, kommen Sie gerne rein. Gerne. Sie waren erst Forschender und sind dann wohl in die Praxis gegangen. Warum? Fängt man irgendwo an, ne? Die Neugier treibt den Menschen vielleicht an. Bei mir war es die Neugier nach Technik für den Menschen. Die Erfindung findet meistens vor der Umsetzung, vor der Praxis statt, was ja dann Richtung Innovation führt. Das heißt, erst ging es um Grundlagen schaffen, Hypothesen testen, validieren, Wirkungen im Grundsätzlichen nachweisen und dann nach dem Interesse aus der Anwendung solche Lösungen umsetzen in industrielle Produkte, die robust sind, die sicher sind, die den Menschen dann auch wirklich in der Realität helfen. In Ihrer Doppelrolle haben Sie ja gleich zwei Perspektiven auf das Thema Mensch und Maschine. Was treibt Sie da am meisten um? Also mich persönlich treibt eigentlich an schon immer die Neugier, wie Technik den Menschen unterstützen kann und eben nicht andersherum. Das zeigt auch die Richtung. Ne? Der Mensch definiert die Randbedingungen und die Technik ist darin zu gestalten. Bei Exoskeletten zum Beispiel treibt mich ganz besonders an. Noch die Motivation habe ich natürlich, Belastung zu reduzieren am Arbeitsplatz, aber genauso auch die Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten. Sie stellen hier bei ExoIQ zwei Produkte her. Worauf liegt denn der Fokus bei der Entscheidung, welche Produkte realisiert werden und welche vielleicht nicht? Wir kommen vom Kontext. Wir wollen einen glücklichen Kunden, eine glückliche Kundin haben und überlegen, wie wir in Arbeitsprozessen bei den Tätigkeiten, die aber sehr unterschiedlich sein können. Wir können ja mal denken an den Handwerker, die Handwerkerin oder an einen am Fließband in der Automobilindustrie. Die Tätigkeiten sind sehr unterschiedlich und wir wollen genau dort eine Lösung zur Verfügung stellen, um Arbeitsprozesse, also die Ergonomie an Arbeitsplätzen zu optimieren. Bei uns geht es darum, auch das zu übersetzen in natürlich Produkte, konkrete technische Produkte, die den Menschen am Ende auf eine gute Art und Weise unterstützen, also auch die Unterstützung in diesem Fall zur Wirkung bringen. Die beiden Produkte, die wir hier jetzt sehen, was können die? Ja, wir haben zwei aktive Exoskelette am Markt aktuell. Das eine ist, was wir da hinten sehen, ein aktives Schulterexoskelett, pneumatisch angetrieben. Und das zweite Exoskelett ist hier ein elektrisch angetriebenes Rückenexoskelett. Das eine unterstützt also Tätigkeiten in über Kopfhöhe, wenn wir zum Beispiel Werkzeuge heben müssen. Das andere unterstützt entsprechend Aufgaben der Logistik, beispielsweise wenn es um die Rückenentlastung geht. Im Hinblick auf das Verhältnis von Mensch und Maschine, wie war denn das, als Sie anfingen, diese Ideen zu entwickeln? Wir kommen aus der Automatisierung oder auch der Produktionstechnik allgemein, haben uns schon also immer gefragt, wie wir Prozesse effizienter hinbekommen, wie wir den Menschen unterstützen können. Und unser erster Ansatz damals, 2012, 2013, hieß damals Mensch-Maschinen-Hybride. Wir wollten einfach sagen, wir wollen Technik und Menschen kombinieren, was aber dann vielleicht auch zu anderen Punkten zum Aufstoßen kommt, dass es vielleicht ethisch nicht der beste Ansatz wäre. Daran sieht man aber auch, dass sich Themen weiterentwickeln. Wo liegen denn in diesem Bereich die Stärken des Menschen weiterhin? Der Mensch hat sich ja natürlich über Millionen von Jahren evolutionär weiterentwickelt. Wir haben eine sehr gute, ausgeprägte Kognition oder kognitive Fähigkeiten, sehr gute Sensorik. Auf der anderen Seite haben wir die Maschine oder die Technik, die sich auszeichnet zum Beispiel durch Präzision, durch Wiederholgenauigkeit, durch Kraft. Und deswegen ist der Ansatz hier sehr naheliegend, dass wir am besten von beiden Seiten die guten Aspekte kombinieren, damit schlechtere Aspekte kompensieren. Ein Blick in die Zukunft noch. Was meinen Sie, wo die größten Herausforderungen und Gefahren liegen? Ich glaube, zentral ist in der Zukunft wichtig, dass wir den Menschen in den Fokus stellen. Schauen, wie wir den Menschen in verschiedenen Kontexten unterstützen können. Natürlich auch durch technologische Ansätze. Ich glaube, in Deutschland haben wir auch teilweise andere Herausforderungen. Geschwindigkeit, Mut, etwas auszuprobieren, was zu investieren. Genauso den Menschen, wie gesagt, in den Fokus setzen. Denn nicht nur Automatisierung ist die Lösung. Ich glaube, wir brauchen verschiedene Lösungen und müssen je nach Kontext entscheiden, welche Lösung die beste ist.